In diesem Video erkläre ich jetzt nun, was halt mit dem Ending Internet Overdose auf sich hat, aber ich werde erstmal dieses Ziel mal erläutern. Sie hat ja vor, die 1 Million Abonnenten zu erreichen, beziehungsweise 1 Million Follower. Das ist nämlich ein riskanter Weg, damit das mit den ganzen Livestreams zu erreichen. Das ist nämlich bei Needy Streamer Overload dementsprechend das Hauptziel, was man da nebensächlich haben kann. Aber es ist eigentlich eher noch mehr die Hauptsache, dass man auch wirklich im Klaren sein muss, was da eigentlich jetzt wieder im Vordergrund steht, und zwar nämlich ihre Psyche an sich. Ihr Stress, ihre dunklen Gedanken und auch ihre Affection, also quasi ihre Zuneigung. Das Ganze erfolgt nämlich dann weiterhin, dass es dann in einem ganz gewissen Rahmen zu halten ist. Ansonsten sehen wir das dann, wie es bei Tag 14 und Tag 19 dann passiert ist. Aber ansonsten möchte ich jetzt erstmal auch erläutern, wie es eigentlich zustande kam, wie es eigentlich jetzt überhaupt so drauf ist, auch von der Vergangenheit her gesehen, weil nämlich die Vergangenheit sehr wichtig ist. Die dunkle Vergangenheit, die sie nämlich dann beschäftigt, kümmert sich nämlich darum, dass sie nämlich dann ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen ist und ihre Eltern waren jetzt auch sehr mit Streit verbunden. Das heißt also, es gab nur wohl Streit. Und irgendwann war es auch so, dass sogar ihre Mutter dazu zwingen wollte, Ihre Mutter wollte sie dazu zwingen, und wäre auch beinahe so geschehen, dass sie sich selber ihren Körper verkaufen tut, wenn ihr versteht, was ich meine. Das ist halt etwas, was sie dann sagt, dass sie dann ausgezogen ist, ist dann zu ihren Freunden da wohin gezogen, wie so eine Wohngemeinschaft, hat aber auch nicht funktioniert, dann hat seine eigene Wohnung gemietet und da sind wir jetzt stehen geblieben. Das sind diese 30 Tage, wo sie dann durch Livestreams dann berühmt werden will, mit K-Angel und so weiter. Dieses ganze Prozedere kennen wir bestimmt. Ansonsten hier jetzt anschauen, falls ihr jetzt nicht wisst, was ich meine, denn jetzt geht es direkt nämlich um die Analyse. Hey, rät's mich, Peter. Na komm, mach schon! Bei Tag 14 sehen wir jetzt auch direkt, wie nämlich Ami sich verhält. Es ist ihr jetzt wirklich viel zu Kopf gestiegen, Stresslevel ist über 80 gestiegen und vielleicht sogar direkt auf 80 gestiegen und dann beginnt schon diese ganze Chose. Und zwar nämlich geht es aber darum, dass er nämlich dann anfängt, sich selbst verletzendes Verhalten aufzuweisen. Und zwar nämlich, dass er sich dann ritzen möchte. Keine Sorge, es sieht schmerzhaft aus, aber das ist gar nichts. Der Schmerz ist im Handgelenk nichts gegen den Tief drin. Das ist etwas, was nämlich dann sofort in einem hohen Stresslevel passieren kann, muss aber nicht sein. Es gibt ja 4 Symptome, die dann noch sein können, zum Beispiel auch aggressiveres Verhalten, das sich durch die Wut, durch eine unkontrollierbare Art und Weise dein Verhalten tut. Aber es hängt immer davon ab, wie das wohl von den Wesenszügen ist und so weiter und so fort. Gut, bei Tag 14, da ist es dann entscheidend, dass sie sich dann wohl selbst verletzen tut. Das ist dann auch schon alles, was wir da sehen, außer dass sie dann nochmal einen Livestream macht und dann andere dort sagen möchte, dass man immer darauf achten sollte, dass man auch den Leuten behilflich sein sollte, wenn man gerade in so einem Level angekommen ist, aber trotzdem auch bereit sein sollte, Hilfe anzunehmen, während man in so einer Phase steckt. Manche wollen Aufmerksamkeit, andere brauchen Hilfe und es beruhigt sie. Es gibt viele Gründe. Es ist ein ganz schön komplexes Thema. Andere können diese Traurigkeit ja ohnehin nicht verstehen. Aber das ist leider auch sehr schwierig. Das ist auch genauso schwierig bei einer Depression an sich. Aber hier geht es eher um Borderline. Tag 19 ist schon viel raffinierter, weil dann schon 100 erreicht wurde und dann völlig wirr im Kopf ist. Also gar nicht mehr klar denken kann. Es beginnt die komplette Krise halt eigentlich, wenn man so die ganzen Gedankenkreisen ansieht. Ich will nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Das Leben ist mir scheißegal. Egal, ich bereite mal meinen Stream vor. Man sieht, wie sie da richtig am Durchdrehen ist, im Stream schreit und ja, nichts weiter will als den Tod. Es tut mir so leid. Ich weiß ja, dass ihr alle für mich da seid. Aber ich will einfach nur sterben. Mein Kopf denkt an nichts anderes mehr. Ich will aufhören zu existieren. Kann mich bitte wer umbringen? Quasi dass sie ihren eigenen suizidalen Verhalten, beziehungsweise eher dem suizidalen Gedanken prägt und das auch äußert und dementsprechend auch sagt, dass es auch wirklich nichts weiter herbeisehnt mehr, weil sie gar keine Hoffnung mehr im Kopf haben kann und so, ist ihr Tod ihr bester Weg. Das kann man leider auch nicht anders sagen, weil, ja, man sieht es ja. Es ist auch ein reiner Hilfeschrei, um ehrlich zu sein, wenn das auch so live ist. Das muss man auch nochmal bedenken. Jetzt beginnt es. Ending Internet Overdose. Ich will mal vorwegnehmen, dieses Ending ist wirklich sehr horrormäßig, eigentlich für mich sogar furchteinflößend sogar an sich,
Am Anfang vielleicht noch nicht so, aber wenn es immer weiter und weiter geht, merkt man so richtig, wie das einfach von der Intensität von dem Level erreicht wird, dass du einfach nur denkst, da kann man einfach nichts mehr machen. Aber da werde ich jetzt einfach mal Schritt für Schritt vorangehen. Gut, wir haben Tag 25. Tag 25 ist einfach nur, dass man da so sieht, okay, wie kann man da voranschreiten? Es geht jetzt nicht weiter und weiter gut voran, halt mit den ganzen Follower an sich. Auch diese ganzen Werte, die man da weiter bekommen kann und so. Irgendwas stimmt da wohl nicht so ganz, auch dass da halt auf einmal so viele Hater kommen und so. Ja, deshalb ist er auch dann live gegangen und wollte ein ganz normales Livestream machen. Jedoch ist hier nämlich eine Sache wichtig, und zwar nämlich die Sachen, die ich auch, also so 3 Chat-Nachrichten rot aufblinken ließ. Vielleicht habt ihr das auch so bemerkt oder auch nicht, ich weiß es nicht. Aber die sind sehr wichtig. Weil in dem Augenblick wird sie dann auf einmal so, nee, wie kann man da so etwas sagen? Das ist doch wohl nicht zu tolerieren und irgendwie so. Dass er dann auf einmal totales Unbehagen hat und völlig aus der Rolle fällt. Warum sagt ihr sowas? Ist doch echt abartig, so einen Kommentar zu liefern. Da begebe ich alles und streame jeden Tag. Was soll das? Ihr scheiß Feiglinge, euch geht's wohl zu gut. Wenn sich andere mit euch im Dreck suhlen. Und mir hängt es jetzt echt zum Hals raus. Lasst euch bei meinen Streams nicht mehr blicken. Und sich dann denkt, okay, wie kann man einfach so etwas äußern? Ja, da merkt man einfach, dass ihr dann eher auf diese ganzen abwegigen Dinge oder so, nämlich auf diese ganzen Sachen auf achtet, anstatt dass es jetzt eher auf die positiven Aspekte eben drauf geachtet werden soll, was da im Chat passiert. Und das bringt sie schon so richtig aus der Fassung. Tag 26 folgt der direkt darauf und da merkt man allerdings, dass er auch gar kein Wort mehr sagt. Das ist übrigens auch schon so, dass es bei Tag 27 auch der Fall sein wird. Hier ist der springende Punkt an der Stelle, dass sie es versucht, nochmal als K-Angel durchzustarten. Sie hat dann nur gedacht, okay, ein letztes Mal möchte ich dann noch diese Hoffnung immer im Kopf bleiben lassen und startet das Ganze. Leider nicht gerade mit gutem Ermessen, weil wieder 3 Chatnachrichten reinkommen, als Beispiel natürlich. Und wird dann wieder rot von mir markiert, damit man das sieht. Und wird wieder aus der Rolle gebracht. Also es ist quasi auch ein bisschen so daran Schuld zu geben mit ihrer psychischen Belastung, die sie halt mit sich trägt. Weil sie ja nämlich die Borderline-Persönlichkeitsstörung hat. Und dementsprechend kann sie nicht so nämlich die ganze Zeit in dem Verstand bleiben oder das Ganze dann nur ignorieren oder auch ausblenden. Das heißt also wieder das gleiche Prozedere, immer und immer wieder, und die Leute haben auch anscheinend keinen Bock mehr, wenn man nämlich nur noch das mit dem schlechten Ansehen halt eben da konfrontiert wird und dann wird das alles so in eine Schublade gesteckt quasi. So haben sie sich halt eben gefühlt. Ja, und dementsprechend wird sie dann auch so behandelt. Egal wo, ob es dann wieder 4chan ist oder Twitter oder X jetzt mal so. Ich nenne jetzt einfach mal diese Plattform. Natürlich ist es da anders benannt, aber in Tag 27 wird es dann schon ein bisschen härter dazu gehen. Weil da gibt dann nämlich auch noch eine ganz andere Situation, weil nämlich dann Tag 27 sie dann auf einmal so würde sie versuchen, da wieder zwar reinzukommen, aber sie ist völlig nur noch kaputt und am Durchdrehen. Ich meine, sie hat sich, was ich jetzt auch noch vergessen habe zu erwähnen, sorry, sie hat sich vorher noch sehr viel übergeben. Deshalb wird er auch sehr oft als Kotzfrau oder sonst irgendwie genannt. Auch auf jeden Fall super krank, was da auch gepostet wurde. By the way. Aber auf jeden Fall jetzt Tag 27 sieht man dann, was da so reihenweise an irgendwelchen komischen Posts, die wohl als Suchergebnisse gefunden werden. Und das hatte ich einfach mal nachgestellt, wie das Empfinden da wohl ist. Vielleicht ist es gut dargestellt, ich weiß es nicht. Da lasse ich jetzt einfach mal euch und auch die Comments natürlich. Aber ich habe es mir einfach gedacht, ich zeige das mal, weil das nämlich mir nicht so fremd ist tatsächlich. Aber gut, ich meine, an sich mache ich ja auch nicht das allererste Mal jetzt YouTube oder so, mal an der Stelle. Aber egal. Jedenfalls bei Ami ist es dann so, dass er es dann so sehr auf sich
zulässt und das Ganze annimmt, dass sie dann völlig übertreibt mit den ganzen Einnahmen hier, was sie da macht mit Medikamenten und so, anfängt wieder sich zu ritzen und dann ja den Livestream startet und dann geht das so richtig los mit all diesen ganzen Stuff, mit dass sie dann am Lachen ist, wirklich hysterisches Lachen will ich schon bezeichnen und denkt so, dass sie alle nur noch gegen einen sind, also gegen sie sind quasi. Sie ist, meine ich. Und dementsprechend, ja, wird es dann einfach so, dass er dann völlig verzweifelt ist und gar nicht mehr klarkommt. Man sieht's einfach. Vor allem, weil er immer wieder im Wechselmodus ist. Also sprich halt, einmal ist er dann am Durchdrehen, ist so verrückt und man sieht es auch an den Augen an sich und auch an dem Lachen soll es wohl dargestellt sein, aber dann ist es auch wieder völlig verzweifelt, traurig und sonst irgendwie. Irgendwann werde ich euch alle umbringen. Dich und dich und dich und dich. Scheiß doch auf das Internet und diese Streamkacke. Zeit aufzuwachen und den Mist zu lassen. Diese Welt ist echt am Ende. Und das sieht man einfach an sich auch. Und irgendwann, als er auch mal sagt so, bei der Szene, ihr solltet einfach nur krepieren. Und so kommt dann ja auf jeden Fall das mit diesen ganzen Stirb-Dinger, die ich da auch so eingeblendet hatte. Soll einfach nur sagen, was dann nämlich davor von außerhalb so gedacht wird, der auf einmal. Und es ist echt heftig einfach auch dargestellt. Aber man könnte sich ein bisschen vorstellen, dass das in einem großen Ausmaß natürlich auch eine Übertreibung sein kann. Aber vielleicht ist es auch einfach nur eine übertriebene Vorstellung von Ame-chan selbst. Das kann ich jetzt selber auch nicht so richtig sagen, aber würde jetzt auch eher passen, weil das echt übertrieben ist. Selbst wenn wir jetzt auf Tag 28 nämlich rüberspringen, denn da wird nämlich dann klar, da kommt immer mehr und mehr mit dem Stirb da an. Immer mehr und mehr, dass es so ausfüllend wird. Sie sind hier. Verschwindet, 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 verschwindet. Dann hört sie dann auf einmal diese Türklingel. Und ich habe das jetzt auch gemacht, dass sie so auch Stimmen hört. Ja, und am Ende sieht man ja, was passiert. Dieser Blick, den ich sag's jetzt mal auf Englisch, terrifying finde. Wirklich erschreckend, furchteinflößend irgendwie. Ich weiß nicht, also für mich ist das echt krass, wie man das einfach auch so dargestellt hat. Aber dieser Blick ist wirklich heftig und ich kann ihn auch irgendwo nachvollziehen, weil es dann einfach da heißt, okay, es gibt keinen Ausweg mehr. Sie hat kein klares Denken mehr. Es funktioniert nichts mehr, was das angeht. Mental geschädigt, ständig nur auf Stress. Und wenn man das wirklich haben kann, dann kann ich das auch von meiner Seite aus mal sagen. Nur so mal als Beispiel, dass ich das in einer etwas ähnlichen Form hatte, weil ich ja auch schon mal verzweifelt war und bei mir war das eher so, dass ich dann nämlich durch diesen ganzen Stress, der durch die Lernerei entstanden war und auch irgendwie, meinetwegen dunkler Gedanken, sag ich jetzt mal, da auch schon irgendwie dran kam, weil er irgendwie und nämlich nach Hilfe gesucht hatte, egal in welcher Form das jetzt war. Naja, es ist jetzt jobbedingt, was ich auch sage, aber ich sage jetzt einfach mal frei heraus, es hat wirklich nur mal was gebracht. Ja, im Endeffekt ging es mir genauso. Ich will ja nicht so viel jetzt eigentlich sagen, aber Januar 2025 war echt extrem. Also wenn das dann nicht funktioniert hätte, deshalb kann ich das in einer ähnlichen Form nachvollziehen, dass man so durchdrehen kann. Dass man wirklich in so einer Verrücktheit steckt und du dir wirklich denkst, du kommst einfach nicht mehr raus. Du kannst einfach nicht mehr. Und ja, deshalb kann ich jetzt mal gleich schon mal so mitgeben. Bitte wirklich ärztliche Hilfe holen, wenn das jetzt mal wirklich so sein sollte. Habe ich gemacht, Januar 2025. Und ich sag mal, es geht mir zumindest jetzt wieder besser. Zumindest, dass man wieder klar denken kann, dass man auch zur Ruhe kam und so weiter und so fort. Ne? Also ich kann das nur mitgeben, falls irgendwas sein sollte. Jedenfalls kommen wir jetzt darauf zurück. Selbst als es dann live war, soll ja auch so eine symbolische Sicht übrigens sein, dass da so Blut an der Wand war und so, dass auch so pink dargestellt wird. Aber das ist nur eine symbolische Darstellung tatsächlich. Sie ist ja allein dort und hat live gestreamt. Das heißt, so ein riesiger Blutfleck, der da ist, das ist wirklich jetzt bestimmt eine symbolische Sache. Hallo mein Schäfchen, irgendwie seht ihr heute alle wie Fische aus. Die Kommentare schweben wie Blasen herum. Blub, blub. Das ist richtig schön. Ansonsten könnt ihr selber auch was dazu sagen, aber ja. Ansonsten dreht es einfach immer wieder nur durch.
in dem Sinne, weil sie sehr viel von dem wirren Zeug redet, auch mit Aquarium, mit Guppies da hatte und die schwammen dann mit dem Bauch nach oben oder irgendwie sowas. Ja, es ist alles durcheinander. Und als letztes werde ich jetzt nur noch sagen, mit Tag 29 redet sie auch immer noch sehr, sehr wirr. Und das sollte jetzt auf jeden Fall klar sein, dass sie immer noch in diesem Zustand ist. Ja, und dann als letztes kommt dann ja noch diese Situation, dass sie dann kein Angel da ist, sondern dieses Bild hält quasi. Ja, das soll einfach nur symbolisieren, dass sie wohl entweder tatsächlich sich umgebracht hat und gen Himmel gestiegen ist oder irgendwie sowas. Weil es wirkt nämlich so ein bisschen so, dass das nicht anders so wäre, dass sie dann denkt, okay, es entsteht wieder nur aus der Fantasie oder irgendwie in den Gedanken, dass sie jetzt auch einen Livestream macht. Oder ist es tatsächlich so, dass sie sich selber wohl das Leben genommen hat und dementsprechend als Engel sozusagen noch da existiert oder so. Als symbolischem eben. Ja, das kann man nur höchstens dazu sagen. Das kann ich zumindest dazu jetzt interpretieren. Ne? Kann jeder interpretieren, wie er möchte. Das war jetzt aber auch mal von meiner Seite aus und hoffe, dass es euch jetzt auch weiter gefallen hat, wie ich das jetzt nochmal ergänzend sagen wollte. Ich wollte es jetzt im Extra-Video machen, weil das ansonsten viel zu lang gedauert hätte. Ich sage jetzt ganz ehrlich, ich werde mich ranhalten und es wird noch was zu diesem Spiel noch kommen, aber das wird das letzte Video sein. Ansonsten werde ich auch einen Livestream machen und wenn ihr unbedingt nämlich gerne wollt, dann könnt ihr nämlich auch hier direkt einfach so twitch.tv/Sagemore_ reingehen. Aber auf jeden Fall ist so auch mein Name auszusprechen, Sagemore, weil es kommt aus dem Französischen, was ich mir nämlich aus dem Namen ausgedacht habe. Aber gut, ich bedanke mich trotzdem, dass ihr jetzt hier das Ganze angeschaut habt und bis zum nächsten Mal zu einem weiteren Video. Ansonsten mache ich gerne einen Livestream, nämlich auch, dass es zu diesem Spiel dann dazugehören wird. Bis zum nächsten Mal. Au, Leute.